Guten Morgen, wir fahren heute in den Niokolo-Koba Nationalpark. Wir freuen uns schon total. Allerdings, wie es gerade wieder so kommen musste, streikt unser Wassersystem. Es kommt kein Wasser mehr aus dem Wasserhahn und wir haben die Vermutung, dass entweder der Filter oder unsere Wasserpumpe verstopft sind. Wasserpumpe, wenn die jetzt auch kaputt wäre, wäre kein Problem. Wir hätten noch eine zweite dabei. Muss ich nachher alles auseinanderbauen. Eigentlich gar keinen Bock bei der Hitze, aber ich hoffe, ich finde den Fehler. Und dummerweise habe ich auch davor unsere zwei jeweils 10 Liter frisch gekauften Wasserkanister reingekippt in unseren großen Tank. Und das Wasser ist quasi vermischt mit dem normalen Brunnenwasser. Und ja, jetzt haben wir auch nichts mehr zu trinken, weil wir können das Wasser jetzt da nicht rausnehmen, weil sonst kriegen wir auf jeden Fall wieder einen flotten Otto. Das heißt, wir müssen erstmal jetzt schnell noch irgendwo einen Shop finden, wo wir Wasser kaufen können. Und fahren dann rein in den Nationalpark, gucken nach dem Stellplatz, wo wir Campingplatz oder Wildcamping, und dann muss ich das Problem angehen mit dem Wasser. Das ist ja fast trocken geworden. Wir sind angekommen im Nationalpark. Wir laufen jetzt mal nach vorne zum Gambia River. Der entspringt nämlich hier irgendwo in der Nähe und fließt hier lang. Und ja, wir lassen uns mal überraschen, was wir da finden. Vielleicht ist ja das ein oder andere Wildtier dabei heute. Hoffentlich. Und hier ist auf jeden Fall viel dichterer Wald, deswegen können wir auch mehr im Schatten laufen, und wir hoffen mal, dass wir mit Cäsar das jetzt irgendwie hinkriegen. Aber wir haben auch noch mehr Wasser eingepackt. Jetzt Vorsicht geboten vor den Kokosnüssen. Hier oben hängt doch alles voll. Kann man leider gerade nicht sehen, weil die Sonne genau drauf scheint. Das wird ein Spaß jetzt. Wir sollten auf jeden Fall Cäsar an die kurze Leine nehmen jetzt. Weil der jagt ja alles. Das könnte aber auch gefährlich für uns werden. Hier haben wir noch ein paar Kokosnüsse entdeckt. Cäsar, komm mal her. Lass sie schmecken. Oh, die sind knochenhart. Ja, die sind schon ausgetrocknet, ne? Oh. Ist die Frage, ob die Menschen die hier runterholen oder ob die Tiere die runterschmeißen. Kein Interesse. Ich dachte, wir wollten es mal probieren mit Kokosfleisch. Nein? Hier liegen echt viel auf dem Boden, aber die sind alle leer. Alle aufgeknackt. Uah. Guck dir mal diesen fetten Hügel an. Alter Schwede. Wie hoch können die das denn bauen? Das ist bestimmt 3 Meter hoch. Crazy. Tun sie auch einer. Das sieht aus so ein bisschen wie eine Kleckerburg, ne? Ja, in XXXXL. Ja. In den Kronen von den Palmen, da raschelt es die ganze Zeit und fällt immer irgendwas runter, und wir haben die Tiere aber noch nicht entdeckt. Die verstecken sich vor uns. Wir haben den Fluss gerade schon entdeckt, wir sind gleich da.
Tina ist auch schon ganz verrückt, weil sie überall irgendwas rascheln und rauschen hört. Und jetzt hat sie schon kurz Angst gehabt, dass es hier Löwen gibt. Aber gibt es hier nicht. Also zumindest soweit wie ich mich informiert habe, gibt es hier keine Löwen. Ja, wir haben Fußspuren entdeckt und wir wissen nicht, zu welchem Tier die gehören. Das waren riesige Tatzen. Sie meinte, als ob ein großer Hund lebt. Ich glaube kaum. Aber Ja, und Leute gibt es sicher auch nicht. nein, hier gibt es kein. Es ist denn viel zu warm. Mal schön durch Dickicht auf den letzten Metern. Hm? Unmöglich. Ich Ja. habe nicht gesagt, ob da ein großer Hund lebt. Ich habe gesagt, ob da jemand mit dem Hund spazieren war. Unterschied. Ja, aber wie viele Senegalesen hast du mit dem Hund schon gesehen? 7. Siehst du? Und wer soll denn gerade hier im Dschungel mit dem Hund spazieren gehen? Außer wir. Außer die Kartoffeln. Mit einem Husky. Ja, aber es sind echt riesige Tatzen. Ja, vielleicht werden wir es ja noch rausfinden. Vielleicht ist es auch besser, wenn wir es nicht rausfinden. Ja, Guckst dir diese Pupsi-Tatzen an und dann diese großen. Ja, wegen den Tatzen ist Tina ein bisschen besorgt. Das sind nämlich keine Hufe. Nee, ist keine Hufe. Ja, wer weiß. Da Ein gibt's Krokodil ist es nicht, das sieht anders aus. Ein Hippo ist ein bisschen größer. Hippo hat auch Hufe. Ich weiß nicht, was hier noch lebt. Da ist jemand nicht begeistert. Komm, Silse. Guck mal, du hast doch deinen Wachhund. Ja, solche Tatzen. Vergleich zu den anderen. Ich dachte ja nicht, dass wir noch wirklich in den echten Dschungel kommen, aber jetzt haben wir es doch noch geschafft. Ich bin gerade mega happy, ey. Das ist so cool hier. Was für eine Erfahrung. Du warst auch super mit, Silse. Macht sie ganz toll. Ich meine, diese verschiedenen Laute, überall ruft's, überall knistert's. Total faszinierend. Geil. Wir haben ja gerade ein verlassenes Buschcamp gefunden. Oder wir wissen nicht, ob es verlassen ist, aber es sieht auf jeden Fall so aus. Ja. Aber hier vorne hangen noch ein paar Handtücher auf der Leine. Es ist schwer zu sagen, ob es jetzt wegen der Corona-Zeit kaputt gegangen ist hier oder ob die allgemein irgendwelche anderen Probleme haben oder ob sie es wieder aufbauen oder ob das so normal ist. Who knows. Mal gucken, ob wir noch jemanden antreffen hier. Die sehen ja crazy aus. Jetzt sogar überall Stacheln hier an seiner Rinde. Wahrscheinlich für ungebetene Gäste, ha? Das geht hier bis hoch. Was ist das für ein Baum? Noch nie gesehen. Ich habe noch nie einen Baum mit Stacheln gesehen. Hier sieht es schon eher bewohnt aus, ne? Ja, hier sind noch Leute. Da sind noch ein paar Touristen. Hey. Du meinst nicht uns? Nee. Wir haben es geschafft, wir sind am Gambia River. Juhu. Cool. Aber noch nichts zu sehen von den Krokodilen und von den Hippos. Ja, wer weiß, vielleicht haben die auch ihre besonderen Badezeiten. Geil. Richtig cool, ja. Hier vorne ist das Camp wesentlich belebter, hier sind auf jeden Fall auch Touristen, haben jetzt schon gerade ein paar Spanier getroffen. Und hier sieht es aus nach einem Restaurant, da gehen wir jetzt gleich mal rein und gucken, ob wir was zu trinken bekommen. Wir haben Glück gehabt, haben sogar noch ein Bierchen bekommen hier im Camp. Jawohl. Salut! Die gute Gazelle. Oh ja, ist wirklich ein bisschen verrostet da oben. Ja.
Wie so ein altes Ehepaar, was zankt. Hey, die ist ja erst frisch geknackt worden, oder? Das sieht echt so aus. Siehst du das? Bock? Nee? Du? Nee, ist auch schon ein bisschen zu hart. Ist schon getrocknet, oder was? Ja. Muss man wahrscheinlich eher damit. Guck mal, hier, probier mal. Willst du mal probieren? Ja. Nee? Alles, was kein Fleisch ist, Kann ist ich mal? Sesam. Und? Wie schmeckt's? Sehr hart und ausgetrocknet. Sehr hart. Ja. Nee, zu hart. Ausgetrocknet. Nicht, dass du hier noch einen Zahn lässt. Okay, ab nach Hause. Ja. Es war ein sehr, sehr schöner Tag. Das stimmt. Also für mich war es zum ersten Mal Dschungel. Es war mega aufregend. Bin total happy, das einmal gesehen zu haben. Und ja, jetzt sind wir von den Mücken aufgefressen, deswegen ab nach Hause. Die Krokus und die Hippos, die haben wir leider nicht gesehen. Und vorne in dem Campsite haben wir mit ein paar Leuten uns unterhalten. Und die meinten, dass die Hippos ab und zu kommen abends. Aber ja, wie sie Bock haben halt, ne? Und dann, keine Ahnung, vielleicht auch gerade dann, wenn es fast dunkel wird und wir müssen aber noch zum Pumba zurück. Und ja, deswegen sparen wir uns das für die nächsten 2 Tage auf. Mal gucken, ob wir die noch erwischen. Wir sind sogar mit der Drohne geflogen, aber da haben wir auch noch nichts gesehen. Keine Aktivitäten von Hippos. Oh, ich hoffe, Marco führt uns auf dem richtigen Weg nach Hause. Cäsar hat nämlich Hunger, genau wie ich. Upsi. Mal gucken, ob wir uns hier im Dschungel zurechtfinden alleine. Hm? Oh, Ja, ich kenne den Weg, ich weiß es, ich merke mir sowas immer im Kopf. Cäsar, du weißt eigentlich auch, wo es lang geht. Keine Sorge, ja, und unseren Superspurhund, der weiß auch, wie es nach Hause geht. Guten Morgen, ihr Lieben. Morgen. Wir sind gestern Abend erst im Dunkeln von unserer Erkundungstour zurückgekommen und deswegen haben wir unser Wasserthema einfach auf heute vertagt. Oh, wir 2 Weicheier haben auch die Nacht wieder enorm zu kämpfen gehabt mit der Hitze. Wir können echt einfach so gut wie nie durchschlafen, oder? Echt krass. Ja, also seit Wochen haben wir ganz schöne Schlafprobleme, Ja, weil es so unerträglich heiß ist. Und irgendwie haben wir das Gefühl, durch das Mückennetz, dass da kein Luftzug, gar keiner mehr geht, auch wenn draußen so ein leichter Luftzug ist, aber durch das Netz kommt nichts durch. selbst der Ventilator, wir haben Ja. heute Nacht wieder einen Ventilator aufgebaut, aber das merkt man kaum durch dieses Mückennetz. Ja, immerhin werden wir da dann nicht so zerstochen. Also entweder das eine oder das andere. Auf jeden Fall fangen wir jetzt mal an, unseren ganzen Wassertank auszubauen und hoffentlich finden wir das Problem und können es auch schnell beheben. Weil die Sonne kommt schon wieder ziemlich hier runter. Sich raus oder drunter, wenn es geht. Schaffst du das? So, Part 1 geschafft. Jetzt holen wir mal den Filter raus, gucken, ob der Filter verstopft ist. Das wäre natürlich Idealfall, weil da kommen wir am einfachsten ran. Wenn es was an der Pumpe ist, schlecht. Dann wird es aufwendiger. Da wir keinen Platz mehr zum Verbauen hatten, hat Marco unseren Wasserfilter richtig schön hier verpackt. Denn der liegt auf dem Boden, geschützt. Hier, da los. Oder den Übeltäter finden. Ja,
Ersatzfilter haben wir genügend dabei. Ja, aber die halten 5 Monate eigentlich, also das kann nicht sein. Oh, guck mal hier. Boah, guck mal, wie dreckig das ist. Alter. Naja, das soll ja alles rausfiltern. Oh. Wirklich? Aber gute Arbeit geleistet. Danke, Abfilter, für das. Na, unser Wassertank war komplett braun unten. Das war so eine Sülze, was sich da abgesetzt hat. Ich habe den gestern komplett gereinigt. Das sah nicht so lecker aus. Und natürlich, wenn solche Partikel auch in die Schläuche gekommen sind, dann... Ja, wenn es in der Wasserpumpe drin ist, dann ist es schlecht. Ich hoffe, dass aber müsste eigentlich alles im Filter hängen geblieben sein vorher. Sieht man das? Nee, ich sehe nichts. Siehst nichts. Ist es braun, oder? Ja, es ist ziemlich verschmutzt, die weißen Gummifäden, was auch immer da drin ist. Oh ja. Braune Suppe. Boah. Krass. Denkst du, der ist schon hinüber? Na, ich glaube, er ist auf jeden Fall ziemlich verstopft. Ich meine, wir können gerne einen neuen reinbauen, aber dann ist das, was drin stand mit 5 Monaten, ja absolut falsch. Wir haben hier fleißige Zuschauer, die immer nach Geschenken fragen, aber Geschenke haben wir nicht. Also an der Pumpe sieht alles gut aus, war nichts verstopft. Muss also wirklich alles im Filter gehangen haben und wahrscheinlich ist der dann doch schon jetzt dicht und wir bauen jetzt einfach mal einen neuen ein und hoffen, dass es danach wieder funktioniert. Ist zwar blöd, dass es jetzt nur so eine kurze Haltbarkeit hatte, aber wir haben zum Glück genügend dabei. Ja, zum Glück. Gerade doch mal nachgelesen und der soll laut Beschreibung sogar 6 Monate halten. Bei uns hat er jetzt nur 2 Monate gehalten. Aber wir wissen ja noch nicht, ob das der Fehler ist. Wir werden sehen, wenn wir alles zusammengebaut haben. Bereit für den entscheidenden Moment. Yes, baby. Okay, Pumpe ist an. Woo! Wir haben Wasser. Es läuft. Läuft wieder, geil. Oh. Also langsam Nanofilter. Oh Gott, zum Glück haben wir wieder Wasser. Ich dachte schon, das wird eine ewig lange Reparatur. Oh, richtig gut. Wir haben wieder Wasser. Die Schweißperlen. Also Marco war nicht baden. Wir haben alles gegeben. Er hat alles gegeben. Ja. Jetzt räumen wir zusammen und gehen mit Cäsar erstmal eine Runde raus. Der war nämlich noch gar nicht draußen. Der schläft mal wieder bis 12:45. Ich Schlafmütze. Cäsar. Hey. Und dann fahren wir weiter. Wir fahren jetzt quasi die Hauptstraße am Nationalpark entlang und wollen mal das südliche Ende ansteuern. Und da soll es auch ein paar Camps geben, wo wir wahrscheinlich mit unserem Bus hinkommen. Da werden wir gucken, ob wir da einen Platz finden für uns. Und dann wollen wir wieder vor zum Gambia-Fluss. Weil wir wollen dann noch die Hippos sehen. Die haben wir gestern leider nicht gesehen. Und wir haben gestern übrigens uns mal ein bisschen schlau gemacht wegen dem Park. Und ich muss ja zugeben, Tina hatte recht, es gibt hier Löwen. Ja. Die sind zwar vom Aussterben bedroht und es ist auch sehr traurig, dass wir gestern gelesen haben, dass hier immer noch gewildert wird in dem Park. Das ist der westafrikanische Löwe. Da gibt es irgendwie noch, keine Ahnung, 400 Exemplare und die sind echt kurz vorm Aussterben. Also die haben es in den letzten Jahren noch geschafft, das hier völlig auszurotten. Fast völlig auszurotten. Und es wäre natürlich mega ein Traum, so ein Tier zu sehen, aber ich sage mir, lieber bleib versteckt vor den Menschen, damit es einfach weiter fortbestehen kann, die Art. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber es gibt wirklich Löwen hier. Wahrscheinlich jetzt nicht hier in der Nähe von der Siedlung. Und es gibt auch Wildhunde hier. Die haben so einen ähnlichen Ruf wie Hyänen. Die sind auch krass schnell. Ich habe gelesen, die sind bis zu 60 km/h schnell. Und groß. Die sind 32 und riesig groß. Ja, riesig groß. Sehen auch so ähnlich aus wie eine Hyäne. Ich glaube, da hätte sogar Cäsar keine Chance. Vielleicht waren es auch die Spuren von einem Wildhund. Kann auch sein. Ja, spannend. Über die Brücke sind wir gestern drüber gefahren. Und von hier unten sieht die echt ziemlich instabil aus. Nicht sehr vertrauenserweckend.
schaffen wir nicht mal mit Birkenstock, ha? Nicht mit den kaputten Birkis. Was die schon alles mitgebracht haben. Okay, so nein. 3 Jahre über Stock und Stein. Ja, von Abenteuer zu Abenteuer haben sie mich getragen. Richtig gut. Cäsar, was sagst du? Ist hier gefährlich? Sind hier Krokodile? Wollen wir zurückgehen? Ich glaube schon. Wir haben einen kleinen Bootssteg gefunden. Hier wird gefischt. Ist aber niemand da. Ich gehe ja gerne aufs Wasser, Boot oder mit dem Stand-Up-Paddle, aber hier hätte ich echt Respekt, das zu machen. Weil ich nicht weiß, was da am Wasser lauert. Ja, ist auch gut, dass du Respekt hast, Schatz. Was da rauskommt und an deinem Fuß nagt. Ja, dass du da aber nicht leichtsinnig bist. Es wäre schon geil, mit dem Stand-Up-Paddle hier zu fahren. Durch die Wälder. Mhm. Afrikanischer Buschmarkt. Ja, richtig cool. Nicht schlecht. Hello Buddies! Unsere ersten Wildtiere am Tag. Wir sind hier gerade auf dem Parkplatz und wollten mal eine kurze Pause machen und ein bisschen was essen. Und wer kommt da? Da ist einfach ein Warzenschwein. Ein Humber. Krass. Kuckuck. Suchst du nach Essen? Ja. Okay. Der Humber kommt direkt auf uns zu. Da läuft es einfach auf dem Parkplatz umher. Das Warzenschwein, so krass. Strom, was in den Reis in den Fluss reingestellt haben. Echt? Ja, klar, siehst du doch hier und hier. Ach krass. Dann hoffen wir mal, dass wir so bis zum Camp kommen. Oh. Ach, scheiße. Ich mach schon das ganze Solarpanel kaputt. Das ist sehr niedrig, ne? So, der zweite Anlauf zum Camp. Wir haben jetzt eine andere Straße gemacht. Sieht gut aus. Sieht gut aus? Sieht gut aus.
keine Bäume, die zu niedrig runterhängen. Hoffentlich werden wir auch fündig. Marco und Cäsar haben den Weg abgecheckt, ob wir da durchkommen. Wie sieht's Also, aus? das ist wie bei den meisten Camps hier. Sehen ziemlich verfallen aus. Und der Weg ist echt hart. Ich muss da mit Vollgas durch. Die tun gerade noch mit der Machete den Baum von Ästen befreien, damit wir da durchkommen. Sollen wir Und es wagen, heißt es? ja, ich würde es machen, oder? Der ist echt ganz nett. Es gibt auch ein paar Hunde am Platz, muss mal gucken. Er hat sich nicht dafür interessiert. Die sind ganz schön am Kläffen, aber ich denke mal, ja, wenn es ihm zu viel wird, dann wird er sich schon melden. Ja. Solange es keine Ziegen gibt, die frei rumlaufen, ist ja gut. Ich bin immer wieder erstaunt über unseren Pumba, aber auch über Marco, weil der hier einfach durchbrettert. Er hat gesagt, wir schaffen das und wenn was passiert, sind ja hier Leute da, die uns helfen können. Also wir würden sowas nie wirklich in der Pampa machen, wo wir nur zu zweit sind. Ja, und er ist hier durchgebrettert und er hat es einfach geschafft. Es ist übelst der Batsch hier. Ich hätte nie gedacht, dass wir hier durchkommen. Man muss es probieren. Wir haben es geschafft, wir sind angekommen. Wir sind im Camp Kör Anik und haben hier ein eigenes Badezimmer für uns. Also eine Dusche und eine Toilette, kein Strom auf jeden Fall. Wir müssen dann abends mit Kopflampe duschen gehen. Aber es ist super schön. Hier hinter uns ist direkt Der Gambia River. Gambia-Fluss, genau. Oh, guckt euch mal den Dicken an. Alter, der hat sich da echt durchgequält. Aber Pumba, gut gemacht, Pumba. Richtiges Warzenschwein, der wühlt sich da durch. Ja. Aber ich konnte nur mit Vollgas gehen, ansonsten wäre ich stecken geblieben direkt. Ja, das dachte ich mir. Ich hoffe nur, dass es nicht regnet, ja, wenn wir morgen wieder oder übermorgen wieder rauskommen. Genau. Dann wird es nämlich richtig spannend. Ja. Oh, das ist so schön, einfach angekommen zu sein. Ja, und wenn wir jetzt noch Glück haben, vielleicht können wir hier noch ein paar Hippos heute Abend beobachten. Aber wir fragen mal den Campsite-Besitzer. Wir fragen mal nach. Ja. Oh, tut es gut. Ja. Die macht Liegestütze. Training, Training. Guten Morgen aus unserem Camp am Gambia River. Wir sind schon wieder schweißgebadet und wir gehen jetzt noch mal auf eine kleine Erkundungstour hier am Fluss entlang. Und ja, Hippos haben wir leider gestern keine gesehen. Mal gucken, ob heute Abend welche auftauchen. Wir werden uns noch mal informieren und positionieren. Wir saßen gestern vorne schon hier. Wir saßen schon da am Fluss gestern und haben die Augen offen gehalten und haben aber bei jedem Ast, der vorbeischwamm, da kommt, da ist irgendwas, aber
war dann doch nichts. Vielleicht haben wir heute noch Glück und die zeigen sich. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Hier ist trotzdem wunderschön. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder raus in die schöne warme Sonne. Bist du bereit, Cäsar? Bist du bereit? Der hat auch keinen Bock. Wir gehen los, wir gehen raus. Kommst du mit? Kommst du mit? Komm, ich hol deine Beine, dann kommst du mit. Also ich hätte nie gedacht, dass Mensch so viel schwitzen kann. Ich verliere, glaube ich, jeden Tag bestimmt 2 Liter nur an Schweiß. Mindestens. Also ich fühle mich gerade wie ein Hund, der alles über seine Zunge rauslässt. Das ist unglaublich. Nur uns läuft es halt den Rücken runter. Ja, Bis ins Unterhöschen. ja, überall. Das ist echt unangenehm. Und wir haben auch ein bisschen ein Problem mit unserer Wäsche. Wir haben keine frische Wäsche mehr und das schon seit Wochen. Wir haben hier keine Waschsalons gefunden. Wir haben nicht richtig danach gesucht, aber wir haben auch keine gesehen. Und es gibt auch keine Waschmaschinen hier überall. Die waschen alles per Hand. Wir haben auch ein paar Mal per Hand gewaschen, aber irgendwie es stinkt alles nur noch. Die Wäsche riecht nicht mehr frisch, auch wenn die mit Waschmittel gewaschen wurde. Sie stinkt einfach danach. Ja. Und deswegen haben wir auch schon seit 4 Wochen, seit 3 Wochen, 4 Wochen, seit 4 Wochen haben wir keine frischen Handtücher mehr. Das ist echt abartig. Wir haben die schon mehrmals versucht zu waschen, die werden nicht mehr sauber. Natürlich, wenn du Handwäsche machst, dann hast du keine 90-Grad-Wäsche. Es riecht immer nach Käsefüßen. Das Handtuch riecht wirklich nach Käsefüßen. Ja, das stinkt. Geil? Deswegen stinken wir auch die ganze Zeit. Haben wir frisch geduscht. Zum Glück ist das kein Geruchsvideo. Das stimmt. Okay, wir gehen jetzt mal los. Abgefahren. Ich habe noch nie so riesige Blätter gesehen. Übelst geil. Könnte mein Kopfkissen sein. Wahnsinn. Hey, guter Regenschutz. Mein neuer Regenschirm. Wahnsinn. Auf jeden Fall nach Gewitter aus. Schnell den Heimweg antreten. Gerade so rechtzeitig noch geschafft. Aber dafür waren wir dann klitschnass vom Schweiß. So, jetzt warten wir hier, werden auf jeden Fall noch duschen gehen. Wir wollten nämlich eigentlich zum Restaurant gleich. Ja, jetzt warten wir einfach den Regen ab und dann gucken wir mal, ob wir vor zum Restaurant laufen können. Wir sind jetzt frisch geduscht und machen uns auf die Suche nach einem Restaurant. Regen hat nämlich aufgehört. Ja, zum Glück. Und hoffentlich finden wir bald eins, weil das Hügelchen ist schon da.
Und ich führe heute auch mal mein neues Kleid aus. Das sieht schön aus. Danke. Das ist auf jeden Fall auch interessant. Ich frage mich aber, wie viele Jahre das Ding versinkt. Und genau deswegen sollte man nicht in diesen Flüssen baden gehen. Ja, Da holt man sich ja jede mögliche Krankheit. ja, und vor allem, es riecht so bestialisch. Oh, das stinkt ja abartig, ey. Das ist eine Kloake. Okay, wir mussten gerade feststellen, dass die Restaurantsuche doch nicht so einfach ist wie gedacht. Das eine Restaurant macht nämlich erst um 9 Uhr auf und so lange halten wir es auf jeden Fall nicht mehr aus, weil wir echt Hunger haben. Und deswegen sitzen wir jetzt hier im Straßenrestaurant, in dem es nur Couscous gibt. Das hier ist jetzt unser Essen, Couscous mit Zwiebeln. Das Dumme ist nur, Marco ist allergisch gegen Zwiebeln. Es ist gar keine. Und ich liebe Zwiebel, aber es ist so krass scharf, dass ich es einfach nicht essen kann. Mir läuft schon die ganze Zeit die Nase. Das ist so heftig. War wohl nichts mit schön essen gehen. Ich sehe es kommen, dass wir nachher im Bus doch noch eine Kochaktion starten. Ich lasse mein Kleid auch an. Guten Morgen aus dem Camp. Wir haben leider keine Hippos gesehen. Ja, ist nicht schlimm. Die Hippos, die haben Besseres zu tun. Wir fahren jetzt weiter. Ich habe gerade noch mal aus dem Brunnen Wasser aufgefüllt bei uns. Und ja, wir machen uns gerade ein bisschen Sorgen um Cäsar, weil er hat mich gestern, als er sein großes Geschäft gemacht hat, haben wir gesehen, dass ganz viele Würmer drin waren. Und ja, jetzt dann die Nacht hat er gebrochen. Und jetzt heute Morgen hat er noch nichts getrunken, noch nichts gegessen, will auch nicht aufstehen. Das heißt, ihm geht es auf jeden Fall nicht gut und machen uns auch gerade echt Sorgen. Wissen auch nicht recht, was wir jetzt machen sollen, weil wir sind hier an der Pampa. Hier gibt es nichts, hier gibt es keine Tierärzte, Pharmazie. Gibt es ab und zu, aber die sind auch sehr spärlich bestückt und ich bezweifle, dass sie hier irgendwelche Wurmmittel für Hunde haben. Ja, wir fahren jetzt erstmal in die nächstgrößere Stadt wieder, probieren es da mal. Da liegt unser Patient. Oh Mann. Und das Blöde ist, dass sich dieser Wurm oder Bandwurm, was auch immer es ist, sich natürlich auf Menschen auch überträgt. Tina ist schon ganz hysterisch und hat Angst, dass wir es auch haben. Also ich habe noch nichts, aber sie meinte, sie hat schon die ganze Nacht Bauchschmerzen gehabt. Ja, mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Buddy? Oh. Ich habe der Ärztin aus Marokko über WhatsApp noch geschrieben, die uns auch geholfen hat bei Cäsars Urininfektion. Und die konnte uns jetzt sagen, was es für ein Wurm ist und welche Medikation wir brauchen. Da bin ich echt erleichtert und dass es auch nicht so enorm ansteckend für Menschen ist. Also wir hoffen jetzt einfach, dass wir die Medikamente kriegen und es Cäsar dann bald wieder besser geht. Krass. Das sieht so krass aus. Hier räumt auch niemand seine Autos weg. Die bleiben einfach liegen, bis sie komplett verrottet sind. Krass.
Nein, das sind Paviane. Das sind Paviane. Ja, du darfst gucken, aber mehr nicht, Digga. Ach, die anderen. Oh, die hängen ganz entspannt im Baum. Oh, da ist die ganze Family am Start, die ganze Gang. Wir sind unglaublich dankbar, die Schönheit der Natur vor Ort erleben zu können. Für uns war es eine ganz besondere und zugleich unbeschreibliche Erfahrung. Wir hoffen so sehr, dass die wundervolle Pflanzen- und Tierwelt noch sehr lange bestehen bleibt und vor allem mehr Menschen begreifen, wie wichtig es ist, die einzigartige Natur unserer Erde zu schützen.